guck mal, Ayo war gerade noch im Dings. Wir gucken uns auch jetzt Ayo an, weil ich hatte das eh vor. Und sprechen auch dann ein bisschen über Balenciaga. Also, wie schauen aus? Is the Balenciaga Destroy Paris Sneaker taking it too far? Wäre geil, wenn ihr auch was hören würdet. Yeah, I'm giving my quick thoughts on the Balenciaga Paris sneakers. So for those who don't know, a few days ago, Balenciaga launched a sneaker called the Paris sneaker. And if you want me to describe it, they look like glorified Converses. They look like if Converse had a collaboration with Golden Goose. This would be exactly... Ja, eine Kollaboration zwischen Converse, Golden Goose und Coachella. Oder einer anderen Rave. Beziehungsweise einem anderen Festival. What they would make. But then of this Paris Balenciaga sneaker, they also created a distressed version. And that was the version that had so much controversy and people were saying so many things online. I saw so many different takes from Demna and Balenciaga are sort of recontextualizing homeless wear, and it's just rich people trying to dress homeless and thinking that it's cool to like dress ironically homelessly and das haben die aber auch schon bei Yeezy Collections, also Yeezy Season 1 und so gesagt. Stuff like that. Those were the sentiments I was basically seeing online. Und bei Margiela zuvor auch. And now the first thing I want to say is Demna Gvasalia, or Demna as he wants to be called now, is he doesn't just do things for no reason. Like, he always has a reason for doing things. This goes back to the days of Vetements. Even if we think of Balenciaga, he's done so many sort of publicity stunts / Ja, und was ich auch bei Vetements, wenn man zurückdenkt, auch bei Balenciaga zurückdenkt, teilweise, sind diese Referenzen halt wirklich immer halt auch mit seiner Past kombiniert. Okay, der Nachbarhund dreht durch. Warten wir kurz einen Moment. Wir geben ihm seine Zeit. Wenn wir darüber nachdenken, hat er auch, das muss ich in meinem Video noch ergänzen, hat er auch immer eine Referenz zu Deutschland. Also nicht immer zu Deutschland, also ausschließlich zu Deutschland, aber zu Deutschland oder seiner Heimat. Georgien. Georgien, seine Heimat Georgien. Also beziehungsweise diese ganze Sowjet-Referenzen, die er damals gemacht hat, aber auch gleichzeitig diese deutsche Referenz gemacht haben, worüber auch wirklich selten gesprochen wird. Ich weiß nicht, ob wir Deutschen das vielleicht nur zum Beispiel erkennen. Zum Beispiel Bliss hatte mal so eine Umfrage gemacht, wie, er macht ja ab und zu diese Umfragen, habt ihr irgendwie ein Verständnis für diese und diese Referenz oder woher kommt das und das und das? Und da sieht man oft, dass er so Sowjet-Referenzen nimmt, aber zum Beispiel, was kaum jemand wahrnimmt, dass er zum Beispiel deutsche Referenzen nimmt, wie zum Beispiel das EC-Symbol bei der EC-Karte. Das nutzt, also in Deutschland ist das ja schon wirklich gebräuchlich, in anderen Ländern zum Beispiel nicht. Dann zum Beispiel, dass er bei Taschen diese Aldi-Taschen genommen hat, das hat auch kaum jemand irgendwie wahrgenommen. Der Hund soll sich beruhigen. Und so viele andere Referenzen. DHL zum Beispiel. So, das sind ja alles so deutsche Referenzen. Zum Glück komme ich aus Osnabrück. Ich glaube, dass die Leute, die sich damit beschäftigen, haben es gecatcht. Die Leute, die das nicht gecheckt haben, haben es nicht gecheckt. Haben es nicht gecatcht, beziehungsweise die sich nicht so tief damit beschäftigen. Und das ist auch voll viele Leute, die sich mit Mode in general, also im Allgemeinen beschäftigen, aber halt nicht so intensiv. So, da war einfach für die ein deutscher Spruch. Zusätzlich, das geht ja auch noch ein Stück tiefer, zum Glück komme ich aus Osnabrück, weil man sagt, oder weil es mal eine Umfrage gab, dass Osnabrück die glücklichste Stadt, oder die Menschen in Osnabrück die glücklichsten Menschen in Deutschland sind, irgendwie so. At the same time with the t-shirt shirt, the 7-layer parka. There's so many other things that he has done at Balenciaga in this vein. And I think the funniest part about all the outrage online is that the crazy, muddy, dirty, distressed, destroyed Paris sneakers that we saw online as part of the campaign actually isn't releasing. Like, if you go on Balenciaga's website now, there's a distressed version, but it's not the exaggerated one that we saw in the campaign. And I actually saw in an article for BOF, they said that the shoes that are...
Und wie der Chat schon sagt, hier Weltschmerz, Polizei, Hoodie und so weiter und so fort. Ja. Part of the campaign are only going to be sold to 100 people. Well, they're only selling 100 pairs essentially, and it's going to be a limited edition sort of extra destroyed sneaker, which is quite funny because people are saying that. Wie ich gerade sehe, er hat hier zum Beispiel Karma. Soll ich mal ein YouTube-Video machen zu den Apps und Technologien, die ich so nutze für Fashion? Oh, what is this? Like, these sneakers, why is Balenciaga like doing this? But they're only selling 100 pairs of them. And the ones that you can see on the website now, like if you type Paris sneaker, I'll put it up on the screen for what you see on the website. But this is essentially what you see on the website. It's just glorified Converses that they call the Paris sneaker, and then a slightly distressed version. The one that led to loads of outrage is not actually going to be mass produced anyway. And when Balenciaga sent the pictures of this campaign to press, they actually stated that the sneakers were in such a heavily worn state to suggest that the Paris sneakers are meant to be worn for a lifetime. And that makes so much sense because when I first saw these sneakers. Ja, und das macht Sinn. Ich weiß nicht, ob er das jetzt gleich sagen wird, aber Demna hatte zu seiner Couture-Zeit, bzw. Couture-Show mal gesagt gehabt, dass ihm wichtig ist, dass ihm auch die Umwelt wichtig ist und dass die Leute die Sachen auch tragen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist vielleicht auch eine Art und Weise von ihm, das zu publizieren, sage ich jetzt mal. I was more thinking of it being a commentary on, you know, the sphere of fashion right now. The sphere of fashion right now, if you look at the fashion landscape, there's a lot of talk about sustainability and fast fashion. There's a lot of talk on, especially when it comes to sneakers, resellers. And it's so funny because we live in a fashion landscape now where everyone's like a reseller. People don't wear their shoes properly. I've literally seen people on the street wear like some really rare sneakers and they're not even walking properly. They're literally walking funny so they don't step in anything or they don't scuff their sneakers because they want it to remain in 9 out of 10 condition so that when they resell it on Depop or they resell it on Grailed, they'll get a good value for their return. So it's just kind of weird, and I like that it was kind of a commentary on that. And that's kind of when I first saw it, before even knowing that what the press said was it was supposed to be something that's worn forever. That was the first thing that came to mind. And I did say something to that effect when I made a post on my Instagram story for you guys that follow me on Instagram. And I know people. Ja, folgt auf jeden Fall Ayo bei Instagram. Auch immer sehr, 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 sehr gute Commentary. Und quick. Und auch, was ich nice finde, er hat auch eine ganz spezifische POV. Und ich glaube, das ist das Essentielle für mich, wenn es darum geht, so diese neue Art von Modejournalisten. Ayo, Bliss, Pierre, Branda und so weiter und so fort. Ich nehme mich jetzt mal so selbst raus. Weil die haben eine sehr spezifische POV und die sehen sehr speziell Sachen. Und so kannst du dich mehr informieren und auch vielleicht andere Sichtweisen sehen. Und du musst nicht mal diese Sichtweise zustimmen oder diese Sichtweise zustimmen, weil die untereinander, ich respektiere alle von denen, die untereinander haben unterschiedliche Meinungen. Da haben sehr unterschiedliche Meinungen. Sieht man zum Beispiel bei der Met Gala, wenn du so Red Reviews bei Instagram und Co. die anguckst. Alle haben sehr verschiedene Meinungen. Und ich finde die Meinung immer sehr interessant, wenn die richtig ausgeführt wird. Wenn die sagen, ey, das ist meine Meinung, mein Standpunkt erschließt sich dadurch. Geil. Auch wenn ich eine andere Meinung bin. People see Demna as, oh, he's the creative director of Balenciaga, oh, he has loads of money, but he didn't always have a lot of money. I mean, Demna is a refugee. He's someone that had to escape a war, and ja, die sind irgendwann mal mit einem Helikopter geflüchtet sogar. Es war auf jeden Fall eine sehr wilde Flucht, soweit ich mich erinnere. He didn't come from a rich family, and he talks about his tough upbringing all the time. He talks about when he went to the Royal Academy of Fine Arts in Antwerp and how he had no money and how
it was so hard for him to buy even simple things. And that's why at Vetements, for you guys that have seen my video when I went to Belgium and they were talking about it, at Vetements he did that whole thing where he got DHL shirts and just changed the labels. And it was just a commentary on the fact that he could never afford to use DHL as a designer. He used to struggle to use DHL, and he used to take so much of his money. Na, ich erinnere mich. And so when he finally could afford to use DHL, he thought it would be a cool thing just as a commentary to have Vetements sell DHL t-shirts, essentially. So he's always been playing with, you know, looking back at times that he struggled and bringing those ideas into the fold now that he's more successful designer and making a commentary on those things. And that's something he's done throughout his career, whether we're talking about Vetements or we're talking about Balenciaga. It's something that Demna has always done. This is nothing new. I mean, he is definitely like someone like me, and when I was younger it was one pair of shoes and I wasn't going to get another pair of shoes until those shoes were basically dead and destroyed. Sometimes my shoes even had holes before I got new ones, partially because I was just a child and I used to kick stones and play football with stones with my footwear, and partially just when you're not from a rich family, your parents can't just be buying you sneakers like. Und ich habe auch das Gefühl, also Ayo ist ja auch, okay, der ist jetzt Anfang 20. Er ist auf jeden Fall auch Nigerian. Und so, früher war das nicht so, dass dass Eltern so viel Cash gespendet haben und dass Kids so viel Cash mit Klamotten gespendet haben. Auch wenn du dich für Mode interessiert hast. Auch wenn du schon älter warst und dich für Mode interessiert hast, hast du maximal Accessoires gekauft. Aber Schuhe kaufen war schon eine Ansage. Also ich meine, wo man jung war. Schuhe kaufen war schon eine Ansage, Jacken kaufen war schon eine Ansage. So Hoodies, T-Shirts vielleicht noch, Hosen war auch schwer. All the time. So they would make sure that whatever they're buying you in that present moment, you use it properly and you use it for a long time before they get you something new. On that note, let me know what you think about the Balenciaga sneakers. And if you want to learn more about fashion, I have an ebook on effective ways to learn about fashion. The link to that will be in the description below. Checkt sein E-Book ab, kauft das, gönnt ihm. Ich finde Ayo immer sehr, sehr, sehr interessant, insgesamt, was er da zu bieten hat. Ich habe auch sein Magazin, The Fashion Archive Magazine One, das ist da. Das habe ich auch. Und ja.